Es ist sehr wertvoll, wenn Menschen ihre Wurzeln und ihre Herkunft erkennen. Ich bin stolz, als Indigene anerkannt zu werden. Ich bin stolz, Kolumbianer zu sein. Und ich finde, jeder, der nach Kolumbien kommen möchte, ist willkommen. In Kolumbien gibt es mehr als 100 verschiedene indigene Volksgruppen. 4 davon leben teilweise sehr zurückgezogen in der Sierra Nevada de Santa Marta, das mit fast 6000 Meter höchste Küstengebirge der Welt. Die Kulturen der Arhuacos, Canguamos, Wiwas und Cogis sind teils sehr unterschiedlich. Sie teilen aber dieselbe Weltanschauung und eine besondere Beziehung zur Natur. La Sierra Nevada, no solamente para mí, sino Die Sierra Nevada ist nicht nur für mich, sondern für jeden Arhuaco der Lebensinhalt. la tierra. Die Erde ist unsere Essenz, die Bäume sind unsere Brüder, die Tiere sind unsere Brüder, die Felsen sind unsere Schwestern. Die Männer tragen die Tutusoma genannte Strickmütze, die die schneebedeckten Gipfel darstellt. Mit unseren Ritualen zollen wir den Gipfeln unseren Respekt. Unsere Vorfahren haben das begonnen, damit der Schnee nicht endete. Denn wenn der Schnee zu Ende geht, versiegt das Wasser in den Gebirgszügen der Sierra Nevada. Das Wasser erkennen wir als das Blut von Mutter Erde an. Die Sierra Nevada ist unser Ursprung und für mich die beste Referenz, die ich haben kann. Sie ist mein bestes Empfehlungsschreiben für die Welt. Die Canguamo werden mit unseren Fikes genannten Taschen identifiziert. Früher hat mein Vater die Faser hergestellt und uns die Carumbas, die Spindel, gemacht. Auch die Nadeln waren damals aus Holz. Mit einer kleinen Stabnadel haben wir die Fikes gewebt. Wir haben kein Anilin verwendet, um die Farben herzustellen. Keine Chemikalien. Alles war natürlich. Wir haben die Farben aus Pflanzen gewonnen. Es muss anerkannt werden, dass es hier vor der Ankunft der Eroberer bereits indigene Völker gab und dass unsere Vorfahren eine ausgeprägte Musikalität hatten. Die Geschichte kennen wir von unseren Großeltern. Sie erzählten uns, dass wir hier von vielen fremden Kulturen überfallen wurden, dass sie uns viele Geschenke brachten und eines davon war dieses Akkordeon. Vom Ursprung des Vallenato-Rhythmus an ließen sich die Musiker von der Sierra Nevada von der Natur und der Beziehung zum Land inspirieren. Sie wurden von der Liebe inspiriert, die die indigenen Völker für das Land haben, die Wurzeln des Bauern für sein Land. Wir teilen also die gleichen Inspirationen in der Musik. Der Chicote war ein Rhythmus, der ursprünglich auf Carrizos, einem Instrument aus Rohrblatt, gespielt wurde. Es gibt einen männlichen Carrizo und es gibt einen weiblichen Carrizo. Der Carrizo wird in unserer traditionellen Musik gespielt, die wir hier aus der Sierra Nevada haben. Der Chicote klingt wie heute ein Vallenato-Rhythmus. Es ist ein sehr melancholischer Klang, sehr traurig, wenn man zuhört. Hier in Atanques wurde der Rhythmus des Pilón Atanquero zuerst gespielt und wurde dann in Valledupar berühmt. Nosotros los Canguamos
Wir Canguamo hatten unsere Traditionen während des Bürgerkrieges verloren. Jetzt stellen wir sie wieder her, wie die Kleider, die Sprache, das Weben von Mochilas, das Färben mit Naturfarben. Alles kommt zurück. Wir lehren unseren Kindern, die Traditionen zu bewahren. Meine Großmutter und meine Mutter haben mich unterrichtet. Und ich habe meine Töchter unterrichtet. Und sie unterrichten jetzt ihre Töchter. Jetzt fragen mich viele Enkelinnen, wie wird das gemacht? Und wie machst du dies? Bevor die bewaffneten Gruppen hierher kamen, lebten wir glücklich. Wir standen um 2 oder 3 Uhr morgens auf, um zu weben. Dann gingen wir zur Farm, um Wasser aus dem Fluss zu holen und unsere Aufgaben zu erledigen. Als die bewaffneten Gruppen auftauchten, konnten wir das nicht mehr. Wir mussten uns in unseren Häusern verstecken. Wenn einmal nicht die eine bewaffnete Gruppe kam, dann kam eine andere bewaffnete Gruppe. Das konnte passieren, weil der Staat hier keinen Einfluss hatte. Ohne Polizei und ohne Armee übernahmen die Gruppen einfach das Territorium. Eine kam, eine andere kam dazu, sowie Guerillas als auch Paramilitärs. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Die bewaffneten Gruppen kommen nicht mehr hierher. Alles ist gut. Jetzt können wir wieder auf die Farm gehen. Wir können ausgehen. Wir können uns treffen. Manchmal fahren wir schon im Morgengrauen nach Valledupar auf den Markt. Wir befinden uns hier in der Sierra Nevada. Pueblo Bello ist eine zentrale Gemeinde für die Arhuacos. Und hier haben wir das Centro de Interpretación Arhuaca, wo wir Arhuacos unsere Kultur erklären. Innerhalb des Centros haben wir 10 wunderschöne Hütten, Cabañas. Es ist ein stiller Ort, um zur Ruhe zu kommen, wo man der Natur begegnet, mit der Natur lebt und die Stille des Flusses spüren kann. Nachts hilft die Stille den Besuchern, gut zu schlafen. Hier haben wir kein WLAN, wir haben keinen Fernseher, aber wir haben Natur. Dies ist ein Solo inspiriert von den Toches und den Azulejos, den repräsentativsten Vögeln der Region. Willkommen in unserem Gebiet. Die Sierra Nevada und ihre indigenen Traditionen sind nur einen kleinen Klick entfernt. Besuchen Sie die Kanäle von Magia Vallenata im Internet. Dort finden Sie die besten Pläne und Ideen, um Kolumbien neu für sich zu entdecken.